We each had to take the test. We both passed. I can be a totally different temperature than Brittany would be. Like everything, like it's awful. Von dem Moment an, als sie geboren wurden, trotzten Abby und Brittany Hensel allen Widrigkeiten. Als siamesische Zwillinge haben sie ein Leben voller Herausforderungen, Triumphe und herzzerreißender Kämpfe hinter sich, die sich die meisten von uns nicht vorstellen können. Doch jetzt hat eine neue Enthüllung ihre Fans tief bewegt. Was ist mit Abby und Brittany passiert? Und warum ist ihre Geschichte so herzzerreißend wie nie zuvor? Bleiben Sie bei uns, denn diese Reise wird Ihre Sicht auf das Leben für immer verändern. Haben Sie die Geschichte von Abby und Brittany verfolgt? Kommentieren Sie unten mit Ja oder Nein. Eine Geschichte von siamesischen Zwillingen. Von dem Moment an, als sie geboren wurden, haben Abby und Brittany allen Widrigkeiten getrotzt. Allein ihre Existenz ist ein Wunder. Entgegen allen medizinischen Herausforderungen, gesellschaftlichen Erwartungen und körperlichen Einschränkungen haben sie sich ein Leben aufgebaut, das ebenso inspirierend wie bemerkenswert ist. Siamesische Zwillinge gehören zu den seltensten medizinischen Phänomenen und kommen bei etwa einer von 189.000 Geburten vor. Die Überlebensrate ist verheerend niedrig und viele Zwillinge kommen nicht über das Säuglingsalter hinaus. Doch Abby und Brittany haben nicht nur überlebt, sie haben es geschafft. Ihre Form der Vereinigung, die als Diphalischer Parapages bekannt ist besonders selten und stellt einzigartige Herausforderungen dar. Obwohl sie einen gemeinsamen Rumpf haben, verfügt jeder Zwilling über einen eigenen Kopf und ein eigenes Gehirn, wodurch sie völlig unterschiedliche Persönlichkeiten, Gedanken und Vorlieben haben. Physisch gesehen ist ihre Koordination geradezu erstaunlich, weil kontrolliert die rechte Seite ihres Körpers, während Brittany die linke beherrscht. Für die meisten sind einfache Aufgaben wie Gehen, Schreiben oder sogar das Greifen nach einem Gegenstand eine Selbstverständlichkeit. Aber für Abby und Brittany erfordert jede Bewegung ein beispielloses Maß an Teamarbeit und Kommunikation. Sie müssen in perfekter Harmonie arbeiten und sich auf ein unausgesprochenes Verständnis verlassen, das sich im Laufe ihres Lebens herausgebildet hat. Abby und Brittany wurden am 7. März 1990 in Minnesota von den Eltern Patty und Mike Hensel geboren. Es wurde nicht erwartet, dass es sich bei der Geburt um siamesische Zwillinge handeln würde. Die Hensels wussten bis zum Zeitpunkt der Geburt nichts über den Zustand der Zwillinge. Das Video verdeutlicht die emotionale Erschütterung, die die Familie während der Geburt erlebte. Die anfängliche Freude über die Geburt der Zwillinge wurde schnell von Angst, Unsicherheit und Besorgnis abgelöst, als das Ärzteteam sich darauf vorbereitete, die schockierende Nachricht zu überbringen, dass die Babys zusammengewachsen waren. Die unmittelbare Herausforderung für die Eltern bestand nicht nur darin, sich mit dem Zustand ihrer Tochter abzufinden, sondern auch kritische medizinische Entscheidungen zu treffen. Die Ärzte boten ihnen die Möglichkeit einer Trennungsoperation an. Doch die Risiken waren enorm. Abby und Brittany teilten zu viele lebenswichtige Organe, sodass jeder Versuch einer chirurgischen Trennung wahrscheinlich zum Tod eines oder beider Zwillinge führen würde. Das Video nimmt sich viel Zeit, um den emotionalen und psychologischen Tribut zu erforschen, den diese Entscheidung für die Familie bedeutete, aber es unterstreicht auch die tiefe Liebe und das Engagement, das sie in diesen frühen Jahren verband. Die ersten Tage nach der Geburt von Abby und Brittany waren ein Wirbelwind aus medizinischen Konsultationen, Gesprächen mit Spezialisten und ständigen Krankenhausbesuchen. Bei siamesischen Zwillingen kommt es oft zu zahlreichen medizinischen Komplikationen, aber Abby und Brittany hatten das Glück, dass sie sehr symmetrisch waren und jeder Zwilling bestimmte Teile ihres Körpers kontrollierte. Dennoch waren sie auf erhebliche medizinische Eingriffe angewiesen. Eine der ersten größeren Operationen, der sie sich als Säuglinge unterzogen, war die Korrektur einer Skoliose, einer Wirbelsäulenverkrümmung, die ihnen beim Heranwachsen schwere Probleme hätte bereiten können. Ihre Wirbelsäule war im unteren Rückenbereich zusammengewachsen,
was für ihr zukünftiges Wachstum und ihre Mobilität eine besondere Herausforderung darstellte. Die Operation war erfolgreich und ermöglichte es ihnen, langfristige Probleme mit ihrer Körperhaltung und Atmung zu vermeiden. Ein faszinierendes Detail, das in dem Dokumentarfilm gezeigt wird, ist die Anordnung der Organe im Körper der Zwillinge. Abby und Brittany haben jeweils ein eigenes Herz, einen eigenen Magen und eine eigene Lunge. Aber sie teilen sich eine Leber, einen Dünndarm und andere Organe. Das bedeutet, dass jede Entscheidung, die ihre Gesundheit betrifft, unendlich viel komplizierter ist. Einfache Verfahren, die für andere Routine sind, wie die Einnahme von Medikamenten oder diagnostische Tests, erfordern spezielle Vorgehensweisen, da die Auswirkungen auf ihren gemeinsamen Körper aufgrund ihrer einzigartigen Organverteilung unterschiedlich sein können. Abbys Bein ist etwas länger als das von Brittany, was zu einem Unterschied beim Gehen führt. Mit der Zeit entwickelte sich Brittany's Wadenmuskel weiter, da sie auf Zehenspitzen ging, um den Längenunterschied auszugleichen. Dieser Zustand wurde medizinisch in den Griff bekommen. Aber er macht deutlich, wie schwierig es ist, zwei Menschen mit unterschiedlichen körperlichen Bedürfnissen in einem gemeinsamen Körper zu versorgen. Einer der beeindruckendsten Aspekte im Leben von Abby und Brittany ist, wie sie es geschafft haben, grundlegende Entwicklungsschritte zu machen. Das Erlernen des Krabbelns, Gehens und sogar des Händeklatschens erforderte ein außergewöhnliches Maß an Teamarbeit. Jeder der Zwillinge kontrolliert eine Hälfte ihres gemeinsamen Körpers. Damit sie etwas so Einfaches wie Gehen oder Laufen tun konnten, mussten sie ihre Bewegungen perfekt synchronisieren. Darüber müssen die meisten Menschen nie nachdenken. Aber für Abby und Brittany ist es eine ständige Notwendigkeit. Das Video nimmt sich Zeit, um zu erklären, wie sich ihre motorischen Fähigkeiten entwickelt haben und wie sie es geschafft haben, ein körperlich aktives Leben zu führen. Von klein auf nahmen sie an Aktivitäten wie Schwimmen, Laufen und Fahrradfahren teil. Ihr Vater Mike baute ihnen sogar ein eigenes Fahrrad mit zusätzlichem Lenker und Pedalen, damit beide Zwillinge gleichermaßen aktiv sein konnten. Der Dokumentarfilm zeigt auch, wie ihre Eltern, Patty und Mike, sich bewusst darum bemühten, ihre Töchter so unabhängig wie möglich sein zu lassen. Trotz ihrer besonderen Erkrankung wurden Abby und Brittany in dem Glauben erzogen, dass sie alles tun können, was andere Kinder auch können. Sie wurden ermutigt, ihre eigenen Interessen zu erforschen, und sie wurden nie so behandelt, als ob ihr Zustand ihr Potenzial einschränken würde. Ein besonders interessanter Aspekt ist, wie sie die Fähigkeit zum Schreiben und Tippen entwickelt haben. Abby ist Rechtshänderin, während Brittany Linkshänderin ist. Das bedeutet, dass sie Wege finden mussten, um ihre Notizen in der Schule zu koordinieren oder sogar so etwas Einfaches wie das Tippen auf einer Tastatur. Ihre Fähigkeit, sich anzupassen und in allen Bereichen ihres Lebens zusammenzuarbeiten, vom Alltäglichen bis hin zum Komplexen, ist ein außergewöhnliches Zeugnis für ihre Belastbarkeit und Kreativität. Aufwachsen und ihr Leben. Als sie aufwuchsen, waren Abby und Brittany gut in ihre Gemeinschaft integriert. Sie besuchten eine öffentliche Schule, schlossen schnell Freundschaften und nahmen an regelmäßigen Kinderaktivitäten wie Übernachtungen, Geburtstagsfeiern und anderen gesellschaftlichen Ereignissen teil. Das Video unterstreicht, wie sich ihre Persönlichkeiten, obwohl unterschiedlich, ergänzen. Abby wird als ernsthafter, konzentrierter und zielorientierter beschrieben, während Brittany eine leichtere, humorvollere Persönlichkeit hat. Trotz ihres gemeinsamen Körpers unterscheiden sich ihre Interessen und Temperamente in vielerlei Hinsicht. So ist Abby beispielsweise eine leidenschaftliche Mathematikerin, während Brittany sich eher für Englisch und Kunst interessiert. Sogar ihre Vorlieben beim Essen sind unterschiedlich. Abby bevorzugt Orangensaft. Brittany mag Milch. Diese individuellen Vorlieben sind ein entscheidender Teil davon, wie sie ihre einzigartige Identität innerhalb ihres gemeinsamen Körpers kultiviert haben. Ihre Eltern, die sich der Bedeutung der Individualität bewusst waren,
legten Wert darauf, die ausgeprägte Persönlichkeit der Zwillinge zu fördern. So erlaubten sie beispielsweise jedem Zwilling, sich abwechselnd ein Outfit auszusuchen, um sicherzustellen, dass sowohl Abby als auch Brittany ein Gefühl der Autonomie in ihrem täglichen Leben haben. Sie ließen sich sogar ihre Kleidung speziell auf ihren einzigartigen Körper zuschneiden, mit 2 getrennten Ausschnitten, um ihre unterschiedlichen Identitäten zu repräsentieren. Freundschaften waren ein weiterer wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Abbys und Brittany's Freunde gewöhnten sich schnell an ihre Situation und verstanden, dass sie zwar einen Körper teilten, aber 2 verschiedene Individuen waren. Die Offenheit der Zwillinge und ihre Bereitschaft, Fragen zu ihrem Zustand zu beantworten, halfen, die anfängliche Neugier oder das Unbehagen der Gleichaltrigen zu lindern. Das Aufwachsen in der Öffentlichkeit war jedoch nicht immer einfach. Der Dokumentarfilm erklärt, dass die Zwillinge oft mit Blicken, aufdringlichen Fragen und gelegentlich unsensiblen Bemerkungen von Fremden konfrontiert wurden. Aber Abby und Brittany lernten unter der Anleitung ihrer Eltern, mit diesen Situationen mit Anmut und Geduld umzugehen. Ihre Eltern betonten, wie wichtig es ist, andere über ihre Erkrankung aufzuklären, gleichzeitig aber auch die Grenzen zum Schutz ihrer Privatsphäre zu wahren. Bildung spielte im Leben von Abby und Brittany eine zentrale Rolle. Nach dem Highschool-Abschluss besuchten sie die Bethel University, wo sie beide einen Abschluss in Pädagogik anstrebten. Das Unterrichten wurde zu ihrer gemeinsamen Leidenschaft und sie waren entschlossen, Pädagogen zu werden, die etwas im Leben von Kindern bewirken können. Das Video gibt einen Einblick in ihre College-Erfahrungen und erklärt, wie sie die Herausforderungen der akademischen Welt gemeistert haben. Sich im Unterricht Notizen zu machen, war eine interessante Herausforderung. Abby schrieb mit der rechten Hand, während Brittany ihre linke Hand benutzte. So konnten sie sich gleichzeitig Notizen machen, wobei sich jede auf einen anderen Teil der Lektion konzentrierte. Diese Methode der Zusammenarbeit wurde ihnen zur zweiten Natur und sie blühten in ihren Studien auf. Nach ihrem Abschluss im Jahr 2012 begannen sie ihre Laufbahn als Lehrerinnen. Abby und Brittany arbeiten als GrundschullehrerInnen, spezialisiert auf die 4. und 5. Klasse. Obwohl sie sich ein Gehalt teilen, haben sie ihre Hoffnung geäußert, in Zukunft ein höheres Gehalt aushandeln zu können und begründen dies mit ihrer Doppelqualifikation und den einzigartigen Perspektiven, die sie ihren Schülern bieten. Ihre Berufswahl spiegelt ihren Wunsch wider, ein normales Leben zu führen, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten und die nächste Generation zu inspirieren. Das Leben von Abby und Brittany wurde schon von klein auf von den Medien verfolgt. Ihr erster großer öffentlicher Auftritt war 1996 in der Oprah Winfrey Show, als sie gerade 6 Jahre alt waren. Es folgten mehrere Beiträge in Zeitschriften, darunter das legendäre Titelbild der Zeitschrift Life im Jahr 1996 mit der Schlagzeile One Body, Two Souls. Die Welt war von der außergewöhnlichen Situation der Zwillinge fasziniert und ihre Offenheit, ihre Geschichte zu erzählen, verstärkte die Faszination der Öffentlichkeit noch. Als sie älter wurden, entwickelte sich ihre Medienpräsenz weiter. Im Jahr 2012 brachte TLC eine Reality-TV-Show mit dem Titel Abby und Brittany heraus, die einen Blick hinter die Kulissen ihres Lebens bot. Die Serie begleitete die Zwillinge auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben, vom College-Abschluss bis zum Beginn ihrer Karriere als Lehrer. Die Serie wurde in den USA und später im Vereinigten Königreich ausgestrahlt und zog ein Publikum an, das mehr über die alltäglichen Herausforderungen und Erfolge von siamesischen Zwillingen erfahren wollte. In diesem Video wird erklärt, dass die Zwillinge zwar bis zu einem gewissen Grad mit der öffentlichen Aufmerksamkeit zurechtkamen, dass sie aber auch ihre Privatsphäre schützten. Eine Reise der Resilienz und des Annehmens von Herausforderungen. Sie bemühten sich, ihre Grenzen zu wahren, obwohl ihre Geschichte weiterhin
das Interesse von Menschen aus aller Welt auf sich zog. Sie mochten es nicht, wenn sie von Fremden angestarrt oder fotografiert wurden. In den letzten Jahren war Abbys Heirat eines der wichtigsten Ereignisse, die sich ereignet haben. Im Jahr 2021 heiratete Abby Josh Bowling, einen Krankenpfleger, der zuvor in der US-Armee gedient hatte. Da es den Beginn eines neuen Abschnitts in Abbys Leben bedeutete, erregte dieses Ereignis die Aufmerksamkeit sowohl der Medien als auch ihrer Anhängerschaft. Die Beziehung zwischen Josh und Abby ist bedeutsam, weil sie ein Beispiel für die Weite menschlicher Beziehungen ist und zeigt, dass die Liebe geografische Grenzen überwinden kann. Obwohl der Film keine Informationen über die Romanze der beiden preisgibt, zeigt er doch einige Ansichten ihres Hochzeitstages. Britney hat sich dazu entschlossen, ihr Liebesleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, im Gegensatz zu Abby, die sich voll und ganz auf ihr Eheleben konzentriert. Dazu gehören auch ihre Einstellung zu Beziehungen und ihr Streben nach persönlicher Entfaltung. Sowohl Abby als auch Britney haben in Interviews, an denen sie teilgenommen haben, ihre Hoffnungen für die Zukunft geäußert, einschließlich ihres Wunsches, Mütter zu werden. Sie sind weiterhin hoffnungsvoll und offen, was die Möglichkeit angeht, Mütter zu werden, obwohl nicht klar ist, wie die Elternschaft bei siamesischen Zwillingen funktionieren wird. Der Dokumentarfilm unterstreicht ihre Idee, dass die, so wie sie andere Hindernisse in ihrem Leben überwunden haben, in der Lage sind, einen Weg zu finden, wie die Elternschaft funktionieren kann, wenn sie sich dafür entscheiden. Darüber hinaus geht der Dokumentarfilm auf ihr Bestreben ein, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Sie möchten in der Lage sein, ihre Schüler zu motivieren und während ihrer Zeit als Lehrer einen unauslöschlichen Eindruck im Bereich der Bildung zu hinterlassen. Die Geschichte von Abby und Brittany Hensel ist ein beeindruckendes Beispiel für Widerstandsfähigkeit, Beharrlichkeit und die Fähigkeit, angesichts scheinbar unüberwindlicher Herausforderungen zu überleben und dient als Inspiration für Menschen auf der ganzen Welt. Die Geschichte von Abby und Brittany Hensel hat nicht nur Millionen von Menschen auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen, sondern auch die Art und Weise, wie Menschen mit körperlichen Anomalien, die nicht typisch sind, wahrgenommen werden, stark beeinflusst. Sie haben dazu beigetragen, viele der Missverständnisse und Vorurteile abzubauen, die mit siamesischen Zwillingen und anderen Menschen mit körperlichen Besonderheiten verbunden sind, indem sie offen und bereitwillig mit der Öffentlichkeit über ihre Erfahrungen gesprochen haben. Ihre Reise hat zu bedeutsamen Gesprächen über Integration, Vielfalt und die Kraft des menschlichen Geistes, über Widrigkeiten zu triumphieren, geführt. Die Art und Weise, in der Abby und Brittany das Konzept normalisiert haben, dass Menschen mit ungewöhnlichen physischen Umständen, sogar siamesische Zwillinge, in der Lage sind, ein unabhängiges und lohnendes Leben zu führen, ist einer der überzeugendsten Teile ihrer Geschichte. Die übliche Annahme, dass Anderssein ein Nachteil ist, wird durch ihre Erfahrungen in Frage gestellt, die zeigen, dass Anderssein im Gegenteil eine Quelle der Stärke, Solidarität und Inspiration sein kann. Diese Menschen sind der lebende Beweis dafür, dass die Erwartungen der Gesellschaft niemals die Fähigkeit eines Menschen einschränken dürfen, seine Wünsche zu verwirklichen. Der Eindruck, den die Öffentlichkeit von Abby und Brittany hat, wurde maßgeblich von den Medien beeinflusst, die auch zur Verbreitung ihrer Botschaft von Akzeptanz und Widerstandsfähigkeit beigetragen haben. Sie konnten ihre Erfahrungen über verschiedene Kanäle mit einem großen Publikum teilen. Durch ihren ersten Auftritt in der Oprah Winfrey Show und ihre Reality-Fernsehserie Abby und Brittany. Dies hat dazu beigetragen, das Wissen und das Verständnis für siamesische Zwillinge zu verbessern. Man darf jedoch nicht vergessen, dass diese Menschen es nicht immer leicht hatten, den Fokus der Medien zu kontrollieren. Ständig im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen, kann ziemlich entmutigend sein, vor allem für diejenigen, die mit einer Krankheit zu kämpfen haben, die extrem ungewöhnlich und einmalig ist. Obwohl Abby und Brittany zum Ausdruck gebracht haben,
dass es ihnen unangenehm ist, nur aufgrund ihres Aussehens angestarrt oder anders behandelt zu werden, hat die Tatsache, dass sie bereit sind, sich mit den Medien zu ihren eigenen Bedingungen auseinanderzusetzen. Es ihnen ermöglicht, die Erzählung ihrer Geschichte zu kontrollieren. Dies hat dafür gesorgt, dass sie nicht nur als siamesische Zwillinge, sondern auch als Menschen mit Hoffnungen, Träumen und Ambitionen wahrgenommen werden. In dem Video wird erklärt, wie Abby und Brittany ihre Reality-TV-Sendung nutzen, um sich auf Bereiche ihres Lebens zu konzentrieren, die mit denen anderer Menschen vergleichbar sind. Dazu gehören der Abschluss des Colleges, die Suche nach einem Beruf, das Führen von Beziehungen und das Führen einer eng verbundenen Familie. Sie haben durch ihre Handlungen gezeigt, dass sie trotz ihres einzigartigen Zustands viele der gleichen Segnungen und Schwierigkeiten erleben wie jeder andere auch. Aufgrund ihrer Prominenz in der Öffentlichkeit sind Abby und Brittany zu Aktivisten für andere siamesische Zwillinge und für Menschen mit Behinderungen geworden. Die Ereignisse, die sich in ihrem Leben zugetragen haben, machen deutlich, wie wichtig es ist, eine Gesellschaft zu schaffen, die Menschen mit allen körperlichen Merkmalen willkommen heißt und ihnen genau die gleichen Möglichkeiten bietet wie allen anderen. Sie haben gezeigt, dass Menschen mit Behinderungen in der Lage sind, sowohl im Privat- als auch im Berufsleben erfolgreich zu sein. Vorausgesetzt, sie erhalten die richtige Unterstützung und das nötige Verständnis. Durch ihren Aktivismus haben Abby und Brittany dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Schwierigkeiten zu schärfen, mit denen siamesische Zwillinge konfrontiert sind. Gleichzeitig haben sie die besonderen Fähigkeiten und Talente gewürdigt, die das Leben in einer so engen Beziehung mit sich bringt. Sie haben sich nicht nur dafür eingesetzt, Hindernisse für siamesische Zwillinge abzubauen, sondern auch für andere Menschen mit körperlichen Problemen. Wir sollten die Gesellschaft ermutigen, über das äußere Erscheinungsbild hinauszuschauen und die Bedeutung jedes einzelnen Menschen anzuerkennen. Ihre Botschaft der Widerstandsfähigkeit, Solidarität und Selbstakzeptanz trifft den Nerv vieler Menschen auf der ganzen Welt, insbesondere derjenigen, die sich aufgrund ihrer körperlichen Unterschiede von anderen ausgegrenzt oder missverstanden fühlen. Ein Leben voller Liebe, Freude und Sinn ist etwas, das jeder Mensch, unabhängig von seinem körperlichen Zustand, verdient hat. Die Geschichte der Hensel-Zwillinge erinnert uns an diese grundlegende Wahrheit. Die unerschütterliche Unterstützung, die Abby und Brittany von ihrer Familie erhalten haben, ist eines der wichtigsten Elemente, die sich durch die Erzählung ihrer Erfahrungen hindurchziehen. Ihre Eltern, Patty und Mike, waren seit ihrer Geburt ihre stärksten Unterstützer. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht. Der Film veranschaulicht die enge Verbindung zwischen den Zwillingen und ihrer Familie und zeigt, wie diese solide Grundlage ein wesentlicher Faktor für die Fähigkeit der Zwillinge war, aus schwierigen Umständen als Sieger hervorzugehen. Schon früh kam die Familie Hensel zu dem Schluss, dass es für Abby und Brittany am besten wäre, in einem Umfeld aufzuwachsen, das nicht nur ihre Einzigartigkeit kultiviert, sondern auch die Unterschiede zwischen ihnen schätzt. Anstatt den körperlichen Zustand ihrer Mädchen als Einschränkung zu betrachten, ermutigten sie, ihre Hobbys zu erforschen, ihren Leidenschaften zu folgen und ihre eigenen Persönlichkeiten zu entwickeln. Sie lehnten es ab, dass sie sich ihre Töchter durch ihre körperliche Verfassung einschränken lassen. Dank dieses ermutigenden Ansatzes haben die Zwillinge das Selbstvertrauen gewonnen, sich der Welt zu stellen und zu erreichen, was sie sich vorgenommen haben. Ein weiterer Beweis für die tiefe Liebe und Hingabe, die Patty und Mike für ihre Mädchen empfinden, ist die Tatsache, dass sie sich gegen eine Trennungsoperation entschieden haben. Obwohl ein solcher Eingriff mit erheblichen medizinischen Risiken verbunden war, entschieden sie sich dafür, weil sie davon überzeugt waren, dass Abby und Brittany ein glückliches und erfolgreiches Leben zusammenführen könnten. Eine Geschichte über emotionale und psychologische Widerstandsfähigkeit. Dank dieser Entscheidung konnten die Zwillinge gesund, glücklich und in enger Verbindung miteinander aufwachsen.
Diese Entscheidung war jedoch nicht ohne emotionale und psychologische Hindernisse verbunden. Es ist unmöglich, die Bedeutung der familiären Unterstützung im Leben von Menschen mit Beeinträchtigungen zu übertreiben. Im Verlauf des Dokumentarfilms wird überdeutlich, dass die Liebe, die Ermutigung und das Verständnis, das Abby und Brittany von ihrer Familie erhalten haben, einen wesentlichen Beitrag zu ihrem Erfolg geleistet haben. Dank des unterstützenden Umfelds, in dem sie leben, verfügen sie über die notwendigen Ressourcen, um selbstbewusst und widerstandsfähig durch die Welt zu gehen. Die Zwillinge mussten nicht nur die physische Koordination bewältigen, die für das Zusammenleben notwendig war, sondern auch die psychologischen Komplikationen, die sich daraus ergaben, dass sich zwei einzigartige Persönlichkeiten einen Körper teilten, als sie älter wurden, obwohl sich Abby und Brittany von klein auf der Tatsache bewusst waren, dass sie sich von anderen Kindern unterschieden, bemühten sich ihre Eltern, sie so zu behandeln wie andere Geschwister auch, weil sie mit der Vorstellung aufgewachsen sind, dass sie alles erreichen können. Was sie sich vorgenommen haben, haben sie ein großes Gefühl der Unabhängigkeit, das vor allem darauf zurückzuführen ist, dass sie mit dieser Erwartung aufgewachsen sind. Im Laufe ihrer emotionalen Reise bestand eine der größten Herausforderungen darin, ihre Persönlichkeit zu erkennen und zu kontrollieren. Obwohl sie sich einen Körper teilen, sind Abby und Brittany zwei eigenständige Individuen, die ihre eigenen Persönlichkeiten, Ideen und Gefühle haben. Dies hat zu besonderen Schwierigkeiten bei der Kommunikation, der Entscheidungsfindung und dem Ausdruck persönlicher Gefühle geführt. Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, müssen sich Abby und Brittany zum Beispiel einigen, bevor sie eine Entscheidung von großer Tragweite treffen. Sensibilität und Geduld des Einzelnen. Ihre emotionale Entwicklung und ihr gegenseitiges Verständnis zeigen sich in der Tatsache, dass sie in der Lage sind, diese Dynamik durchgängig erfolgreich zu steuern. Abby und Brittany haben im Laufe ihrer Beziehungen über die Jahre hinweg ihre eigenen Methoden zur Steuerung ihrer Beziehung entwickelt. Ähnlich wie andere Geschwister haben sie gelegentlich Meinungsverschiedenheiten, aber sie haben die Fähigkeit erworben, Probleme schnell und effizient zu lösen. Die Tatsache, dass sie in der Lage sind, die emotionale Komplexität ihrer Beziehung zu bewältigen, ist eines der ermutigendsten Elemente ihrer Geschichte. Sie unterstreicht die Bedeutung von Kommunikation und Verständnis in jeder Beziehung, besonders aber in einer so ungewöhnlichen Beziehung wie der ihren. Aufgrund der Seltenheit von siamesischen Zwillingen, insbesondere von solchen, die bis ins Erwachsenenalter leben und gedeihen, hat der Fall der Hensel-Zwillinge in Wissenschaft und Medizin großes Interesse geweckt. Abby und Brittany haben im Laufe ihres Lebens an zahlreichen medizinischen Untersuchungen und Beratungen teilgenommen und konnten so ihren Ärzten wichtige Informationen über die Biologie und Physiologie von siamesischen Zwillingen liefern. Aufgrund ihrer Erfahrungen haben Mediziner ein besseres Verständnis dafür gewonnen, wie der Körper von siamesischen Zwillingen funktioniert, insbesondere in Situationen, in denen sich beide Zwillinge wichtige Organe teilen. Forscher, die sich für die neurologische Koordination, die gemeinsamen physiologischen Systeme und die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen von siamesischen Zwillingen interessieren, werden die Fähigkeiten von Abby und Brittany, ein unabhängiges Leben zu führen, erfolgreich zu kommunizieren und ihre Bewegungen zu koordinieren, als eine faszinierende Fallstudie betrachten. Der Film zeigt, wie ihre Beteiligung an diesen medizinischen Studien nicht nur zum wissenschaftlichen Fortschritt beigetragen, sondern auch die Art und Weise beeinflusst hat, wie Mediziner die Pflege und Behandlung von siamesischen Zwillingen handhaben. Durch den Austausch ihrer Erfahrungen haben Abby und Brittany einen Beitrag zur Entwicklung erfolgreicherer medizinischer Verfahren und zu einem besseren Verständnis der Komplikationen bei der Behandlung von Menschen, die einen Körper teilen, geleistet. Die Hensel-Schwestern Abby und Brittany sind weltweit zu Symbolen für Hartnäckigkeit, Kraft und die Stärke,
die aus der Zusammenarbeit entsteht, geworden. Ihre Geschichte geht über die Grenzen ihres körperlichen Zustands hinaus und bezieht sich auf die universelle menschliche Erfahrung, über Widrigkeiten zu triumphieren. Der Dokumentarfilm betont die Tatsache, dass ihre Reise als Inspirationsquelle für all jene dienen kann, die versuchen, eine Vielzahl von Hindernissen zu überwinden, seien sie nun körperlicher, emotionaler oder psychologischer Natur. Während ihres gesamten Lebens haben die Zwillinge immer wieder bewiesen, dass sie ihr Leben in vollen Zügen leben und die Erfahrungen, die sie gemeinsam gemacht haben, anmutig und ehrenvoll genießen wollen. Sie haben bewiesen, dass es möglich ist, Einschränkungen zu überwinden. Ganz gleich, ob sie von der Gesellschaft oder vom eigenen Körper auferlegt werden, und zwar mit Hingabe, Liebe und Unterstützung. Sie haben auch bewiesen, dass es möglich ist, Einschränkungen zu überwinden. Ganz gleich, welcher Art sie sind. Widerstandsfähigkeit, Zusammenarbeit und Selbstakzeptanz sind Themen, die sich durch ihr Leben ziehen, und ihre Geschichte ist eine, die das Publikum auf der ganzen Welt anspricht. Das liegt nicht nur daran, dass ihre Situation einmalig ist, sondern auch an den universellen Themen, die sich durch ihr Leben ziehen. Diese Menschen erinnern uns alle daran, dass wir ungeachtet der Herausforderungen, denen wir begegnen, die Fähigkeit haben, sie zu überwinden und ein Leben zu führen, das wichtig und befriedigend ist. Während Abby und Brittany ihren Weg durchs Leben fortsetzen, stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten gibt es für diese bemerkenswerten Schwestern in der Zukunft? In Anbetracht der Tatsache, dass sie bereits viel erreicht haben, einschließlich ihres Hochschulabschlusses, der Aufnahme von Berufen im Bildungsbereich und des erfolgreichen Managements von Beziehungen, hält die Zukunft sehr spannende Aussichten für sie bereit. Aus dem Video geht hervor, dass Abby und Brittany als einen der wichtigsten Meilensteine in ihrem Leben in Erwägung ziehen, Eltern zu werden. Es ist nicht ganz klar, wie das Ganze ablaufen soll, obwohl die beiden den Wunsch geäußert haben, Mütter zu werden. Angesichts ihrer Erfolge bei der Überwindung von Hindernissen und der Entwicklung einfallsreicher Lösungen für Probleme wäre es jedoch nicht schockierend, wenn sie eine Methode finden würden, um ihren Wunsch in die Tat umzusetzen. In ihrem Berufsleben sind die Zwillinge weiterhin eine Quelle der Motivation für andere. Die Kombination aus ihren einzigartigen Ansichten, ihrer Fähigkeit zu lehren und ihrer Vorbildfunktion macht sie zu wirksamen Vorbildern für die Schüler, die sie unterrichten. Es ist möglich, dass die, wenn sie mehr Erfahrung in ihrem Lehrerberuf gesammelt haben, ihren Einfluss noch weiter ausdehnen können, indem sie möglicherweise Optionen im Bereich der pädagogischen Führung oder der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen verfolgen. Schätzungen zufolge verfügen die Zwillinge über ein Nettovermögen von rund $50.000, womit sie finanziell gut dastehen. In dieser Summe sind ihre Gewinne aus ihrer Reality-TV-Sendung, ihre Auftritte in den Medien und ihre Lehrergehälter enthalten. Ihr finanzieller Erfolg zeigt, dass Menschen mit ungewöhnlichen körperlichen Behinderungen nicht nur in der Lage sind, in der heutigen Welt zu überleben, sondern auch zu florieren und sich im Laufe ihres Lebens profitable Jobs und Lebensstile zu schaffen. Es ist gut möglich, dass Abby und Brittany in ihrem weiteren Leben weiterhin aktiv für Akzeptanz, Vielfalt und Integration eintreten werden. Trotz der Tatsache, dass ihre Geschichte bereits einen bedeutenden Einfluss auf die Welt hatte, ist es mehr als offensichtlich, dass sie mit ihrer Hartnäckigkeit, Entschlossenheit und unzerstörbaren Freundschaft auch zukünftige Generationen inspirieren werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Geschichte von Abby und Brittany Hensel eines der erstaunlichsten Beispiele für menschliche Beharrlichkeit und die Kraft der Zusammenarbeit ist. Die Tatsache, dass sie in der Lage sind, ihr Leben als siamesische Zwillinge zu meistern und gleichzeitig ihre Einzigartigkeit zu bewahren und ihre Ziele zu verfolgen, ist eine Inspiration für Menschen auf der ganzen Welt. Sie haben nicht nur zum Fortschritt des medizinischen Wissens über siamesische Zwillinge beigetragen, sondern auch zum Wandel der gesellschaftlichen Vorstellungen
von Behinderung und Vielfalt. Das Video bietet den Zuschauern einen Einblick in die physische, emotionale und soziale Realität des Lebens als siamesische Zwillinge und zeigt auf beeindruckende Weise die Tiefe und Komplexität ihrer Existenz. Mehr als alles andere ist es eine Geschichte über die Liebe, obwohl sie sowohl von Siegen als auch von Schwierigkeiten geprägt ist. Die Liebe füreinander, die Liebe zu ihrer Familie und die Liebe zu dem Leben, das sie gemeinsam aufgebaut haben, sind alles Dinge, die sie schätzen. Während die Welt ihren Weg weiterverfolgt, ist eines sicher: Abby und Brittany Hensel werden weiterhin ein ewiges Symbol für Stärke, Solidarität und das grenzenlose Potenzial des menschlichen Geistes sein. Die unglaubliche Reise von Abby und Brittany Hensel hat Millionen von Menschen berührt. Aber jetzt wollen wir von dir hören. Was denken Sie über Ihre unglaubliche Geschichte? Schreiben Sie Ihre Unterstützung und Ermutigung in die Kommentare unten. Und wenn du kraftvolle und inspirierende Geschichten liebst, vergiss nicht, sie zu mögen, zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.